Bevor ich nach Thailand bin, habe ich ein paar Jahre am Bodensee gelebt. Hallo Nico hier, schön dich zu sehen. Ja, und da habe ich den Zwiebelfleischkäse kennen und lieben gelernt. Ich hatte da jetzt mal wieder richtig Japs drauf. Und bevor ich hier gleich eine richtig dicke Scheibe abschneide, da zeige ich dir erst noch, wie ich den gemacht habe. Das Rezept ist für 1 Kilo Fleischkäse. Die Masse reicht für eine 24 oder 26 cm große Kastenform aus. Damit das Fleisch später gut durch den Fleischwolf passt, schneide ich es in etwa 2 cm dicke Streifen. Das Fleisch wird geschnitten, damit es ohne zu quetschen von der Schnecke erfasst und zur Scheibe transportiert wird. Es läuft so, ohne dass man viel Druck ausüben muss, durch den Wolf. Und zwar habe ich hier 380 Gramm Schweinebauch ohne Schwarte und 380 Gramm Schweinenacken. Außerdem brauchen wir noch 250 Gramm mageres Rindfleisch. Mageres Rindfleisch könnte zum Beispiel ein Stück aus der Oberschale sein. Das braucht jetzt in jedem Fall kein teures Bratenstück zu sein. Das geschnittene Fleisch dann für 1 Stunde einfrieren, damit es zum Verarbeiten richtig kalt ist. Das ist sehr wichtig, da gehe ich gleich auch noch genauer drauf ein. Ich mache mal Zwiebelfleischkäse, daher brauche ich gebratene Zwiebeln. Wenn du nur Fleischkäse machen möchtest, kannst du diesen Teil hier natürlich überspringen, dann lässt du die Zwiebeln einfach weg. Ich verwende am liebsten rote Zwiebeln, du kannst aber genauso gut weiße Zwiebeln verwenden. Schneide die Zwiebeln so klein wie möglich, damit sie sich später gleichmäßig im Brät verteilen können. Die Zwiebelwürfel brate ich schön langsam in Butter, bis sich richtig viele Röstaromen gebildet haben, kräftig braun an. Die Zwiebeln dann umfüllen und abkühlen lassen. Für den typischen Fleischkäsegeschmack brauchen wir noch jede Menge Gewürze. Für 1 Kilo Fleischkäsebrät brauchen wir 3 Gramm Senfpulver, 2 Gramm weißer Pfeffer. Okay, ich habe hier schwarzen Pfeffer verwendet, das geht genauso gut. 1 Gramm Knoblauchpulver, ein halbes Gramm edelsüßes Paprikapulver, 1 Gramm Mazis oder ein halbes Gramm Muskatnuss, ein halbes Gramm Ingwerpulver, ein halbes Gramm gemahlener Kardamom, 5 Gramm Kutterhilfsmittel mit Umrötung und 20 Gramm Pökelsalz. Alle Zutaten stehen übrigens auch noch einmal unterhalb vom Video in der Infobox. Dort befindet sich auch ein Link zum geschriebenen Rezept auf meiner Homepage. Das Fleisch ist inzwischen anständig durchgekühlt. Im Idealfall hat es eine Temperatur von 0 bis 1 Grad. Die Gewürze gebe ich zum Fleisch und mische beides schon einmal, bevor ich das Fleisch durch den Fleischwolf lasse. Ich verwende die 3 mm Scheibe. Um das Brät so fein wie möglich zu bekommen, lasse ich es zweimal durch den Wolf. Es kommt danach zwar noch in die Küchenmaschine, die ist aber nicht so kräftig wie ein professioneller Kutter. Daher ist es besser, das Fleisch schon möglichst fein zu wolfen. Vor dem zweiten Mal wolfen mische ich das Brät durch, damit am Ende alle Zutaten auch wirklich so gleichmäßig wie möglich darin verteilt sind. Ich möchte noch kurz was zu dem Kutterhilfsmittel sagen. Das Kutterhilfsmittel, das wir zugeben, enthält Phosphat. Phosphat ist ein natürlicher Bestandteil von frischem Schlachtfleisch und sorgt dafür, dass das Fleisch Wasser und Fett binden kann. Da wir aber kein schlachtfrisches, warmes Fleisch verarbeiten, sondern bereits einige Tage abgehangenes Fleisch, wurde das Phosphat abgebaut. Um die Bindefähigkeit wiederherzustellen, geben wir Phosphat in Form eines Kutterhilfsmittels hinzu. Beim Zerkleinern im Kutter oder der Küchenmaschine wird zusätzlich Eis dazugegeben, um die Temperatur so gering wie möglich zu halten. Ohne Zugabe eines Kutterhilfsmittels wäre das Brät nicht in der Lage, diese zusätzliche Menge zu binden. Ich habe gelesen, dass man auch phosphathaltiges Backpulver als Alternative verwenden kann. Das habe ich natürlich ausprobiert. Wichtig, falls du das machst, das Backpulver erst in heißem Wasser auflösen, bis es nicht mehr schäumt. Denn ansonsten geht dein Fleischkäse nachher auf wie ein schöner Kuchen. Wirklich empfehlen kann ich die Verwendung von Backpulver aber nicht. Im Vergleich empfand ich den Fleischkäse mit Backpulver etwas schwammig. Zur Not funktioniert es aber. Um das Brät noch feiner zu bekommen, gebe ich es in meine Küchenmaschine. Das Brät wird darin nicht nur feiner zerkleinert, beim Kuttern oder Mixen verbinden sich das enthaltene Fett, Eiweiß und Wasser miteinander. Wird das Fleisch beim Kuttern zu warm, über 12 Grad, ist es sehr wahrscheinlich, dass das Eiweiß an den sich schnell drehenden Messern denaturiert. Dadurch kann kein Wasser mehr gebunden werden und die Fleischmasse gerinnt. Um das zu verhindern, geben wir Eis dazu. Am Anfang geben wir nur die Hälfte vom Eis dazu und lassen die Maschine für 2 bis 3 Minuten laufen. In der Zwischenzeit können wir dann nämlich schon mal den Backofen auf 175 Grad Ober-Unterhitze vorheizen.
Danach geben wir das restliche Eis dazu und kuttern so lange, bis das Brät eine Temperatur von 11 bis 12 Grad hat. Wie gesagt, nicht wärmer, weil ansonsten die Bindung Schaden nimmt und das Wasser nicht gehalten werden kann. Daher ist es wichtig, die Temperatur während des Kutterns immer wieder zu kontrollieren. Wenn es dann soweit ist und das Brät wie in meinem Fall 11 Grad hat, kommen noch die Zwiebeln dazu. Dazu fülle ich die Masse nochmal um. Sei so lieb und hilf dem Nico, indem du kurz auf den Daumen nach oben Knopf drückst. Das hilft mir wirklich sehr, weil dann das Video auch anderen Zuschauern angezeigt wird. Sei auch so lieb und hilf mir dabei, den Kanal weiter wachsen zu lassen und abonniere meinen Kanal, falls du das noch nicht gemacht hast. Dankeschön! Wenn alles gut lief, ist das Brät richtig schön gebunden. Das merkt man daran, weil es richtig schön klebt. Das Brät hat jetzt wirklich noch keine schöne Farbe und die Zwiebeln sehen hier im Video super dunkel aus. Nach dem Backen wird das aber ganz anders aussehen. Wenn die Zwiebeln gleichmäßig im Brät verteilt sind, kann es in die Backform gefüllt werden. Ich habe die Form nicht extra eingefettet, da schon genug Fett im Brät ist. Wenn der Fleischkäse durchgebacken ist, löst er sich ganz einfach aus der Form. Achte darauf, dass so wenig Luft wie möglich im Brät ist und schlage die Backform nach dem Füllen kräftig auf die Arbeitsfläche. Gebacken wird der Fleischkäse für 50 bis 60 Minuten. Und dann ist der so lecker, so würzig und so lecker. So, ich hoffe, du hast jetzt richtig große Lust bekommen, in die Küche zu gehen und deinen eigenen Zwiebelfleischkäse selber zu machen. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Ich hab schon ein kleines Stückchen Brot vorbereitet. Bevor ich dir jetzt hier noch weiter einen vollschmatze, verabschiede ich mich bei dir. Dankeschön fürs Einschalten. Vielen Dank, dass du mich bisher begleitet hast. Vielen Dank für die großartige Unterstützung. Vielleicht sehen wir uns ja im nächsten Video wieder, in dem hier oder in dem, zumindest in einem von den beiden, die da gleich erscheinen. Das gesagt, der Nico ist weg, Fleischkäse essen. Tschüss. Das heißt, lass noch einen Daumen nach oben da und dann ist der Nico weg. Cheers. So gut, ey. Boah.